Tag 2 auf der Messe Venus in Berlin. Nee, doch nicht. Automechaniker in Frankfurt sind wir. Ach, jetzt will ich aber wieder. Falscher Kanal auf jeden Fall. Heute zusammen mit dem Robert. Ja. Warum? Was machen wir heute? Ja, ein bisschen Rundtour, oder? Gucken uns die Hersteller an. Vor allen Dingen mit den Herstellern reden. Das ist das Ziel. Und damit ich nicht mir nur clevere Fragen einfallen lassen muss, nehme ich den Robert mit. Und ich würde sagen, wir starten als erstes mal, passt nämlich direkt hinter uns bei Nanolex. Die haben nämlich ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Und da wollen wir mal hören, was es kann und was es macht. Genau. Let's go. Schauen wir mal. Wie versprochen, heute am Tag 2 nehmen wir ein paar Interviews für euch auf. Und zwar zu ganz spannenden Themen. Mein erster Gast ist der liebe Andreas, Dr. Andreas Neuner von Nanolex. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch. Ist ein paar Jahre her, dass wir mal zusammen im Video waren. In der Tat. Zusammen mit so langsam Robert. wieder Zeit. Deswegen machen wir es heute. Zusammen mit Robert wollen wir einfach mal ein paar Fragen stellen. Natürlich zum neuen Produkt SI3D Cerabit. Andreas, falls dich ja jemand noch nicht kennt, stell dich doch in 2 Sätzen bitte kurz vor. Ja, ich bin Andreas Neuner, mache hier die ganze Chemie seit 2014. Und ja, mit dem neuen Coding gibt es sehr, sehr viele Fragen. Wir sind hier, um alle zu beantworten. Von daher, leg los. Ist ja ein Produkt, was ihr lange schon auf dem Schirm habt oder in der Tasche habt. Ihr habt jetzt relativ lange mit dem Herausbringen gewartet. Was war der größte Knackpunkt, vielleicht bevor wir dazu kommen, was es ist? Was war für euch der schwerste Punkt in der Umsetzung? Also schwer war es nicht, aber ich habe mich immer so dagegen gesträubt, mit Nanopartikeln zu arbeiten, die zu dispergieren und sowas. Habe ich nie so viel davon gehalten. Aber nach längerer Überlegung und viel Überzeugungsarbeit von außen habe ich gedacht, okay, machen wir vielleicht doch. Und habe dann auch durchaus ein paar Vorteile gemerkt. Und zwar normalerweise, wenn halt, sag ich mal, so Füllstoffe oder Füller halt in Coatings verarbeitet werden, sind das halt ganz normale Glasbits in unterschiedliche Größen halt, die sich dann in unterschiedlich tiefe Kratzer reinlegen und die Keramik oder so die Matrix oder das Polymer obendrauf fixiert halt alles und dann bleiben die drin und sieht alles schön aus. Aber dann war meine Überlegung, okay, die sind halt homogen dispergiert durch das Coating und wenn man sie auch an der Oberfläche hat, dann hat man zwar die erhöhte Kratzunempfindlichkeit und die Härte und ein bisschen mehr Schichtige und Farbvertiefungseffekt und die Füllfähigkeit des Coatings, aber normales Glas ist nicht sehr hydrophob. Und dann verlierst du da halt, sage ich mal, ein paar, gerade beim Kontaktwinkel, was halt Hydrophobizität angeht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das gefällt mir so nicht, aber ich könnte die Glaspartikel, die ich da vereinbarte, auch funktionalisieren. Also sind diese Glasbeads halt, die ich da drin verarbeitet habe, ihrerseits auch funktionalisiert mit einem sehr, sehr hydrophoben Coating. Das ist also ein Coating in einem Coating. Wenn ich das jetzt richtig beschreibe, ihr habt ein Coating gemacht, in dem Feststoffe drin sind, also Genau. Glaspartikel im Endeffekt. Ja, genau. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, macht das nicht Kratzer, wenn ich das über den Lack ziehe? Nein, die sind ja so klein, dass man sie quasi mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Wenn man sich die Flüssigkeit anguckt, die sieht durchsichtig aus. Okay. Die sind dispergiert, die sind ganz, ganz klein und das passiert halt nicht. Ja. Welche Vorteile habe ich dadurch, dass ich Feststoff drin habe? Ja, der Feststoff gibt ja halt extrem viel Härte beim Coating und Kratzfestigkeit und der Feststoff legt sich halt in die Kratzer rein. Das sind eigentlich Feststoffe. Ja. Und diese Beads haben auch unterschiedliche Größen und die lagern sich da halt beim Auftragen ein. Ja. Und die Matrix oben drüber fixiert das alles. Okay, verstehe. Das heißt, ich habe wirklich auch eine messbare Schichtdickenerhöhung. Wovon geht ihr da aus? 1 μ? 1 μ. Ja. Okay. Können wir denn jetzt wirklich auch von einer Erhöhung der Kratzerresistenz des Lacks sprechen? Ja, klar. Tatsächlich. Aber das ist allgemein bekannt, auch bei Lacken halt. Wenn man Lacke haben will, die halt, sag ich mal, extrem kratzunempfindlich sind, die sind voll mit Glasbeads. Okay. Du redest von Kratzer auffüllen. Von welchen Kratzern reden wir denn? Reden wir von Polierspurkratzern oder reden wir von Defekten, die im Lack sind? Also wenn Defekte im Lack sind, das sind so tiefe Kratzer, das spürst du manchmal schon mit dem Fingernagel und sowas. Da reichen natürlich keine Nanopartikel, um die aufzufüllen. Aber halt so Hologramme, Polierspuren oder irgendwas, halt was geblieben ist oder so, oder kleine, sag ich mal, Ungereimtheiten im Lack und so, da funktioniert das ganz gut. Darf es jeder anwenden? Und die nächste Frage ist, wie ist die Verarbeitung? Ist die schwieriger als bei den Produkten, die wir sonst kennen? Oder ja, wie sieht das da aus? Also verarbeiten darf es jeder, das ist nicht nur für zertifizierte Kunden oder nur für Gewerbliche, es ist überall, sag ich mal, für alle erhältlich. Und die Verarbeitung ist halt mit Abstand die leichteste von allen Coatings, die wir haben. Robert, ich glaube, das wäre es fürs Erste. Jetzt wollen wir erst mal sehen, wie es funktioniert. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg mit dem Danke neuen für eure Produkt. Zeit.
Und wir sehen uns. Gucken wir uns jetzt mal die Anwendung an. Ohne Politur. Ja, mächtig schon Gespräche hier zwischen euch beiden. Bevor wir starten, möchte ich euch noch den Josh vorstellen. Techniker bei Nanolex. Ja. Genau. Du wirst uns jetzt mal erklären, wie man das Produkt anwendet, aber davor machen wir mal ein paar fiese Hologramme in Uni Schwarz, um zu gucken, wie viel davon abgedeckt wird. Robert, Feuer frei. Alles klar. Das jetzt nicht nachmachen, das ist jetzt keine How-To-Anleitung. Wir wollen bewusst, ich sag mal, realistische Hologramme produzieren, jetzt auch keine übertriebenen, sondern die, mit denen man zu tun hat, wenn man eben Uni Schwarz versucht zu polieren. Und deswegen hat Robert jetzt die Politur einfach nicht ganz bis zum Ende durchgefahren, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Und wir haben ja, gute Hologramme. Die sieht man deutlich, die sind aber nicht so übertrieben. Ich glaube, jetzt wurde ich geblendet. Ich glaube, das macht Sinn. Josh, du kannst, während du was machst, gerne erzählen, einfach, was du machst. Nur das Abheben, dass wir den am Ende sowas ein bisschen anders sehen kann. Das erste Mal so auftragen ist ziemlich gleich. So. Noch in fetten vorher, oder? Ja, danke. Nicht schlecht, oder? Ja. Wenn ich ein Auto mache, würde ich auch die Finger oben drauf, dass keine Luft reinkommt. Einfach auftragen. Und das war's. Wie lange lässt es jetzt stehen? 15 Minuten. Ich würde sagen, wir stellen einen Timer. Tick, tack, tick, tack und kommen in 15 Minuten wieder. Bis gleich. So, die letzten 3 laufen. So, Zeit ist abgelaufen. Ja. Ich bin gespannt. Gut. Aber es ist so immer noch leicht abzutagen. Ohne Druck kommt das einfach weg. Darf ich mal? Kannst du probieren, ja. Ein bisschen grabby, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ist nicht machbar. Also Haben wir denn jetzt optisch das finale Ergebnis oder steigert sich der Glanz oder irgendwas noch? Ja, natürlich ist auch die so Wasserabhelleffekt ist dann noch besser nach die 7 Tage, also es ausharden, dann geht das auch noch ein bisschen höher. Aber jetzt kommt ja der Moment der Wahrheit. Haben wir unsere Hologramme überdeckt? Also eine Kante sehen wir auf jeden Fall ganz deutlich jetzt schon. Ne? Also Farbvertiefung definitiv. Jetzt hör auf zu wischen. Nimm die Lampe. sehr gut, sehr gut. Die Lampe. Also es deckt definitiv ab. Ja. Guck mal, also es deckt schon eine Menge ab. Ja. Aber es sind jetzt noch Kratzer drin, wobei die Frage auch ist, wie viele jetzt vom Wischen sind, aber ja. Und von dem Fetten, wir haben mit Isopropanol entfettet, aber also ich kann Defekte erkennen, aber kaum Hologramme. Ja, wirklich. Also, was sagst du? Ihr wollt es nicht sehen, oder? Ich glaube, jetzt können wir uns. Wollen Sie nicht sehen? Meinst du, Sie wollen es sehen? Okay. Machen wir weiter. Nein, Spaß, ihr dürft es auch sehen. Kommt. Schon mal spannend. Können wir es noch ein bisschen extremer sehen? Geht da noch mehr? Ja, ich kann dir jetzt sagen, so ein bisschen mehr extrem mit so Anschliff ohne Polieren und können wir gucken, Das was klingt gut. abdeckt. Wir gehen mal rüber. So, hier haben wir ein extremes Beispiel. Unten haben wir 2000 Anschliff gemacht und auf die eine Seite haben wir dann die neue SI3D Cerabyte drauf gemacht und mit der Lampe siehst du deutlich einen Unterschied zwischen die zwei. Hier ist mehr Glanz. Natürlich, 2000 Anschliff würde nicht komplett wegmachen, aber du siehst das extrem Unterschied, dass eine Schicht nach 15 Minuten abgetragen, das Unterschied, das es macht. Das andere Sache, das ist als Keramikbeschichtung, das würde nicht in 2 Wasche abkommen. Das ist dann fest wie eine normale Keramikbeschichtung. Ja, sollen wir Wasser drauf sprühen? Ja, würde ich sagen. Hat schon lange genug gehärtet. Ne? Kann man schon was Ja, ich habe auch hier eins, das du Wasser drauf machen kannst. Und das so. Ich würde mal gerne auf den 2000er Anschliff. Ja. mal rüber auf den Anschluss. Ja, deutlich. Ich würde sagen. Sieht gut aus. Ja. Und ich würde sagen, Robert, bevor wir jetzt weitergehen, ein Interview würde ich gerne nicht heute noch machen. Verlosen wir 3 neue SI3D Cerabyte. Einfach unten in den Kommentaren Hashtag Nanolex. Wir verlosen per Zufallsmechanismus. Alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Josh, danke für deine Zeit. Gute Messe noch. Wir gehen weiter. Gleichfalls. Ja, es ist deutlich mehr los hier heute auf der Messe, muss ich sagen, als gestern. Also wirklich schon gut besucht. Wir hatten auch viele Besucher bei uns am Stand. Und wir hatten noch ein besonderes Event am Stand, Robert, wo du auch endlich mal am Start sein könntest. Christian ist ja unser frisch gebackener Trainer von IDA, Arti.
gerade hier eingeführt heute sozusagen. Genau. Erstes Event gemacht, Christian, erzähl doch mal, was haben wir hier für ein Event gemacht und wie war es für dich? Genau, also wir hatten ja gestern und heute unser IDA-Event. Wir hatten einmal die CD-Zertifizierung, Certified Detailer, und einmal heute SV Skills Validated, das ist die praktische Prüfung dafür, zusammen mit unserem President aus UK, das ist der erste Global President von der IDA, von der Detailing Association, und ja, hatten heute insgesamt 7 Zertifizierungen. Die sind super gelaufen, haben alle bestanden und ja, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch viel mehr Möglichkeiten in Deutschland, das Thema weiterzuentwickeln. Durch die Zertifizierung, durch den RT können wir jetzt halt auch Events eigenständig veranstalten und würden uns freuen, wenn wir euch als Mitglied gewinnen können. Um den Leuten da draußen oder auch mir mal ein bisschen nahe zu bringen, was sind die CD und SV, ne? Genau. CD und SV-Events. Genau, also erstmal musst du ja dich als Mitglied registrieren, das ist ganz einfach. Du gehst auf die Website, registrierst dich als Mitglied, es gibt einen Mitgliedsbeitrag, das sind ca. $100, glaube ich, im Jahr. Und ja, durch dieses Membership hast du dann die Möglichkeit, dich eben für den CD oder den SV auch dann anzumelden. Wie haben sich die Teilnehmer geschlagen? Ja, war wirklich sehr gut. Ich meine, wir hatten wirklich gute Detailer hier, die in der Materie sind, für die war es eher ja, relativ einfach, aber auch anspruchsvoll. Also die Feedbacks waren schon auch so, dass du tatsächlich auch wirklich Ahnung haben musst von der Materie, um den Test zu bestehen. Und somit dann halt auch eine Vereinheitlichung von Aufbereitern und Detailern in Deutschland zu schaffen, damit man quasi von außen auch erkennen kann, da ist ein gewisser Qualitätsanspruch, der gewährleistet werden kann. Genau, das ist unser Thema. Vielleicht hat Nico dazu noch ein paar Infos, was die IDA grundsätzlich für Themen ausspielen möchte in der Zukunft. Gerne. Also es war für uns auf jeden Fall eine große Freude, dass wir jetzt endlich selbst zertifizieren können. Das war für uns so der Stein, der im Weg lag, weil sonst muss alles über Amerika laufen. Wir müssen mal einen Trainer einfliegen und das ist jetzt vorbei. Christian hat seine erste Zertifizierung selbst geleitet. Damit ist er jetzt auch berechtigt, quasi unabhängig von USA, UK und so weiter in Deutschland Events zu machen, zusammen mit uns. Und das bedeutet, dass wir unser Ziel einfach vorantreiben können, den ganzen Beruf Fahrzeugaufbereitung anerkennen zu lassen, sodass es wirklich Standards dafür gibt, was wir machen, dass es einen Industriestandard gibt, damit der Kunde von außen erkennen kann, wer ist denn jemand, der diesen Standard verpflichtet und wer ist vielleicht, ja, ich werde nicht sagen schwarzes Schaf, aber wer macht es halt vielleicht ein bisschen Larifari, so wie es in jeder Branche eigentlich ist. Es gibt Industrieverbände oder Branchenverbände, es gibt eine staatlich in irgendeiner Form genormte Ausbildung und staatlich genormte Standards und das wollen wir einfach für die Fahrzeugpflege in den nächsten Jahren erreichen. Es wird, glaube ich, ein langer Weg, aber den ersten Schritt haben wir jetzt gemacht. Und jetzt geht es wirklich voran und da kann ich auch nur sagen, wir brauchen wirklich Mitglieder, um Relevanz zu bekommen, um ernst genommen zu werden, damit wir diesen ganzen Beruf noch mal so ein bisschen mehr aus dieser ihr putzt doch nur Autos-Ecke rauskriegen und weiter professionalisieren, so wie du es ja international schon kennst. Da ist es teilweise schon deutlich angesehener und auch ja, da wird das ganz anders gelebt, das ganze Thema. Und zudem noch, wir hatten ja, wie gesagt, bis dato nicht die Möglichkeit, es wird in Zukunft, wir werden uns jetzt nach dem Event nochmal zusammensetzen und für nächstes Jahr mal so einen Fahrplan erstellen. Wir werden euch als Mitglieder dann auch Events anbieten, Möglichkeiten dann teilzunehmen, Zertifizierungsevents. Ja, es wird viel geboten in Zukunft und ja, daher, wie Nico gesagt hat, wenn es euch interessiert, ihr Fragen habt zu dem Thema IDA-Mitgliedschaft, meldet euch. Ja, vielen Dank, Christian, dass du allgemein hier warst, dass du diesen Weg jetzt mit uns gegangen bist und danke, dass du auch im Video warst, Robert. Ich würde sagen, wir sind damit durch. Wir gucken noch mal ganz kurz, was hier im Workshop bei uns am Stand heute angeht. Heute Kochchemie-Tag sozusagen. Da schauen wir mal rein und dann zeigen wir euch den stolzen Gewinner des Automechaniker Innovations Awards. Bis gleich. Hi, my name is Yuri and I am application trainer of company Kochchemie. Today we have our workshop about the sealing products. We are speaking about the ceramic coating CO02, the new version. It's our last product of ceramic coating. Also we are speaking about our hand wax and we are speaking about our spray sealant. Please come to us. Der Innovation Award, wo ist denn der Gewinner? Für den Wurster? Nein, nicht ganz, den hat er nicht erfunden, aber... Sind wir schon live? Wir sind schon live. Naja, live nicht, aber wir sind im Video. Im Video? Lars, herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis.
Innovation Dank. Award der Automechaniker in der Dankeschön. Kategorie Fahrzeugwäsche und Pflege für welches Produkt? Der Color Scanner. Dann erzähl den Leuten nochmal da draußen, was macht der Color Scanner denn? Der Color Scanner hilft dir, die passende Lederfarbe zu mischen. Also du kannst ihn mit deinem Handy über Bluetooth verbinden, kannst dann auf irgendeine beliebige Oberfläche gehen, im Bestfall Leder halt in dem Fall. Und dann, wenn du einscannst, also abdrückst, und ist ja ein Farbspektrometer, wir reden immer von Scanner, aber für die Leute, die ein bisschen im Thema sind, ist es ein Farbspektrometer. Dann kannst du also einmal die Farbe ablesen, kriegst eine Rezeptur und hast es dann einfacher, eine Lederfarbe zu mischen. Ja, klasse, also wie quasi beim Lackierer gibt es das ja auch schon länger. Ja. Und dann kann man auch die Milliliterzahl der gemischten Kann also man der einstellen, Menge, ja genau. die man braucht. Also, standardmäßig ist 100 und dann kannst du runtergehen bis auf 30 ml. Und wenn du einen Liter brauchst, dann 100 mal 10. Nee, ich muss sagen, wir haben uns schon mega drüber gefreut. Also, weil das war eben viel Arbeit und war nicht eben so schnell gemacht, sondern wir arbeiten da schon seit vielen Jahren dran. Ich habe eine ganze Latte an Farbspektrometern in der Firma, die alle oder einmal den Preis, genau. Ja. Die Leute wollen den Preis sehen. Da war ich auch sehr überrascht, wie Steht sogar drauf. Nee, das ist modern und schön der eigentlich ist. Ja. Ne? Ich hatte nur gestern gesagt, ich brauche noch mal einen, der hier intern, hier innen drin das einmal poliert. Ich glaube, da haben wir das eine oder andere Produkt nebenan bei uns Schauen wir im mal. Stand. Ja, also wir haben ungefähr 5 Jahre dann gearbeitet tatsächlich, das dann hinzukriegen. Und es hat ganz oft nicht funktioniert. Warum es jetzt funktioniert, ist, dass wir irgendwann gesagt haben, wir werden uns darum kümmern, die Software selber zu machen. Und dann, das war der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Wie gesagt, dann macht weiter so. In den nächsten hast du ja noch 2 Jahre Zeit, um den nächsten Innovation Award zu gewinnen. Wir sind noch ein paar Tage hier und für euch auch alle, kommt unbedingt vorbei. Aber ich würde sagen, mich im Outro kennt ihr ja schon. Robert, sag doch mal Tschüss zu den Leuten. Macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns auch hier. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr kein Video verpassen wollt und denkt an den Rabattcode.